Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde im neuen Jahr 2018. Erstmal an euch alles Gute für das neue Jahr. Gesundheit und Glück und Zufriedenheit wünsche ich euch. Jetzt aber zu meinem Intro-Tierchen bzw. zu dem Reptilien. Hier einen hübschen grünen Leguan eigentlich, Iguana. Mittlerweile gibt es die ja in Rot bzw. Orange und gibt es auch in Blau. Aber ich habe jetzt hier so einen hübschen roten Prachtkerl. Den wollte ich euch heute mal zeigen. Dass es Riesentiere werden, das wisst ihr bzw. seht ihr hier. Also es kann nur derjenige zu Hause halten, der wirklich Platz für so ein riesiges Terrarium hat. Aber dann sind es natürlich wunderhübsche Tiere, werden in der Regel schön zahm, wie jetzt der hier auch, sind super hübsch, sind herbivor, also lassen sich relativ gut ernähren. Deswegen wollte ich euch den heute mal als Intro-Tierchen zeigen. Mit dem Tierchen hier möchte ich jetzt zum heutigen Thema überleiten. Also erstmal ein riesiges Dumerilli-Weibchen. Ne? Also wer von euch so die Dumerilli-Größen kennt, der muss feststellen, dass das wirklich ein überdurchschnittlich großes, hübsches Weibchen ist. Und wenn er jetzt mal hier schaut, hat die hier so eine Verletzung, das ist schon eher eine Verletzung wie eine Narbe, ne? Also die so langsam in eine Narbe übergeht. Und diese Verletzung möchte ich zum Anlass nehmen für das Thema heute. Ne? Das Thema heute ist Hygiene, Desinfektion, Wundversorgung, so als Überbegriff. Ne? Und dieses Tier hier hatte das ist jetzt gerade mal 4 Wochen her, hat hier eine wahnsinnig große Fleischwunde gehabt. Also die Wunde war wirklich, wie soll man sagen, so Tennisball groß ungefähr. Ne? Das war hier und hier vorne nochmal eine kleinere. Wenn er hier den kleinen Punkt sieht, das war nochmal so eine Walnuss-Haselnuss große Verletzung. Die hatte die eines Morgens, also ich nehme mal an, dass es einfach durch eine Beißerei, die war in einem Terrarium, da war ein großer Netzpython mit drin. Ich denke, dass der große Netzpython dass die sich da drin gezankt haben. Ne? Netzpython sind ein bisschen bekannt dafür, dass sie ganz schön Rivalitäten haben, vor allem untereinander. Deswegen hätte ich nie gedacht, dass sich ein Netzpython mit so einer Dumerilli anlegt, aber ich glaube, das war der Grund. Also ich nehme an, der Netzer hat die Dumerilli hier wahnsinnig gebissen oder verletzt, weiß der Herrgott. Auf jeden Fall war das eine riesen Fleischwunde. Wir haben dann hier überlegt, was wir damit machen sollen. Und wirklich ganz zufällig war am Tag vorher ein Bekannter bei mir, den ich euch nachher vorstelle, der ein neues Mittel hat, wo man solche Wunden versorgen kann. Und ich habe das Mittel hier angewandt, habe das Tier da jeden Tag eingesprüht. Da waren 1-2 Tage später dann auch Narben drin in der Wunde, dass ich gedacht habe, oje, Maden, ne? Also diese Fliegenmaden. Wir haben probiert, die Wunde zu versorgen, sauber zu halten. Aber das war wirklich eine mordsriesige, hässliche Fleischwunde. Die ersten 2, 3, 4 Tage sah die überhaupt nicht gut aus. Und dann ist die also recht wundersam schnell geheilt. Und jetzt, wie gesagt, keine 4 Wochen später ist fast nichts mehr von dieser Wunde übrig. Also ich meine, ihr wisst, ich habe seit 30 Jahren Reptilien. Ich hatte schon öfters mal verletzte Tiere. Aber so eine erstaunliche Heilung habe ich wirklich noch nie erlebt. Und deswegen möchte ich euch das als Anlass nehmen, euch dieses besagte Wundermittel vorzustellen. Ich bin hier mit Micha Ziefle. Der Micha ist ein alter Terrarianer-Freund. Wir kennen uns rund 20 Jahre, denke ich, wo deine Terrarianer-Zeit war. Er ist dann ins Tattoo-Piercing-Business abgedriftet, genau. Und der Micha hat sich bei mir gemeldet vor, wie gesagt, jetzt circa 4 Wochen, dass er dieses Hydrolik als tolles neues Produkt hat und hat mich gefragt, ob ich Interesse dran habe. Und dann war es vor 4 Wochen das erste Mal bei mir. Genau. Gell? Das Hydrolik hat er mir vorgestellt. Und Leute, auch wenn es soll hier keine Werbesendung für dieses Hydrolik werden. Natürlich stellen wir euch das vor. Natürlich fällt der Produktname. Aber ich bin unter anderem durch die Dumerilli davon wirklich begeistert. Und ich möchte es euch einfach vorstellen. Es ist einfach eine neue Art zu desinfizieren, oder Wunden zu desinfizieren, Räume zu desinfizieren, Flächen zu desinfizieren. Und das will ich mir heute von dir, Micha, erklären lassen.
Wir kennen alle die Desinfektion durch chlorbasierte Sachen oder beziehungsweise Wunddesinfektion durch Jod oder in Desinfektion Formaldehyd hat man früher zur Desinfektion verwendet. Was ist jetzt am Hydrolik der Unterschied oder was? Ich habe ja die ganze Zeit immer von Wunderwasser gesprochen. Wieso ist denn so ein Wunderwasser oder was ist denn das? Was genau das ist Wasser. Das ist also das, was man sonst eben kennt, gerade im Desinfektionsbereich, auch für die Tiere an sich, ist immer in irgendeiner Form mit Alkohol mit verbunden. Und wir die Möglichkeit, Wasser so zu verändern, dass es eine desinfizierende Wirkung erhält. Durch eine Elektrolyse. So bereiten wir Wasser auf. Also letztendlich ist das also er hat es mir im Vorfeld schon ein wenig erklärt und was ich jetzt oder was wir jetzt probieren, also das, soweit ich es jetzt kapiert habe, dass man das in die Kamera reinbringt. Also das ist im Prinzip ein extrem sauberes Wasser, beziehungsweise das Wasser ist so sauber, dass es andere Sachen nicht sauber macht, also keimfrei macht oder desinfiziert, genau, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir einfach wie in Anführungszeichen wie ein Konzentrat, das nur aus Schweizer Quellwasser besteht, wird durch eine Elektrolyse verändert, so dass dieses Produkt, wenn wir es in normales Wasser bringen, den Redoxwert so anheben können, dass es innerhalb von Sekunden alle Keime, Bakterien, Viren, Pilze, Sporen eliminiert. Und das mit eben Wasser, ohne Chemie. Und jetzt müssen wir den Redoxwert erklären. Also du hast ihn mir schon erklärt, den müssen wir jetzt noch in die Kamera rein erklären. Also der Redoxwert ist so ein Wert, wie stark desinfizierend eine Flüssigkeit ist. Genau, also oder? hauptsächlich bei Wasser wird das dann gemessen. Ich meine, Aquarianer kennen den Redoxwert oder haben mehr damit zu tun. Oder wie wir es aus dem Allgemeinen eben kennen, aus unserem Umgang, wäre mit Schwimmbad. Da wird das Wasser, also der Redoxwert im Wasser einfach so gemessen, um festzustellen, ob die Desinfektionsleistung im Schwimmbad ausreichend ist, um alles, was irgendwie mit drin ist, zu eliminieren. Und ist der Redoxwert zu tief, macht der Bademeister eigentlich nichts anderes, wie dass er Chlor nachbringt, um den Redoxwert wieder anzuheben, um wieder sicher zu sein, dass alles, was an Bakterien oder an Keime damit reinkommt, eliminiert wird. Kinderpipi und Kaka und was wie da auch immer schwimmt, genau, abgetötet wird, eigentlich durch das Chlor. Ne? Durch das Chlor. Und das, was das Chlor im Schwimmbad macht, machen wir hier nur mit Wasser. Mit Wasser sozusagen. Ganz genau. Okay, und das macht es natürlich für uns Terrarianer so interessant, ne? Weil man Chlor auch negative Eigenschaften hat auf Lebewesen, auf Tiere, Alkohole, auf andere, oder wie auch immer. andere Desinfektionsmittel. Und hier können wir das Ganze, oder sagen wir, das ist jetzt auch der Grund, wieso ich es euch hier zeigen will, hier erreichen wir das Ganze mit einem extrem sauberen Wasser. Naturprodukt, ne? ganz genau. Mit einem Naturprodukt, genau. Wir machen gleich ein paar Tests dazu, wo wir es zeigen können. Wo wir zeigen können, was wir machen, genau. Die Anwendung davon im Terrarium, können wir die vorne ab besprechen? Ja, natürlich. Es gibt eben hier, durch das, dass es eigentlich ganz anders wirkt wie alles andere, was bis jetzt auf dem Markt ist es so, dass wir nicht mehr das Tier vom Terrarium trennen müssen, egal wenn es um Quarantäne oder um Sonstiges oder um Desinfektion geht, sondern wir können es eben im normalen Umfeld machen. Das heißt, wir können das Terrarium desinfizieren oder das Tier desinfizieren oder eins der Tiere desinfizieren, wobei keins, also andere Tiere nicht mehr raus müssen. Na? Wenn wir durch einsprühen oder natürlich, wenn Vernebler im Terrarium mit drin sind, dass man das dann automatisch damit reinbringt und somit durch die Luftfeuchtigkeit eine Desinfektion im Terrarium. Durchs Verdampfen ganz oder genau, eben ganz klassisch einfach hier mit durchsprühen. Genau. Also ich sprühe mein Terrarium ein, so wie ich einfach einsprühe, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Richtig. Sprühe ich ein, nehme in dem Fall, das hier ist, das ist das Verdünnte, genau. Okay, also ich sprühe einfach mein Terrarium ein. Was ist, wenn das Tier die Flüssigkeit aufnimmt? Schadet dem Tier nichts? Macht gar nichts, weil es ist nichts mehr da, was dem Tier in irgendeiner Form schaden kann. Also es kann dadurch nicht beeinträchtigt werden. Genauso wenig, dass die eigene Flora an sich von dem Tier zerstört wird. Gar nicht. Wir haben das Produkt, das ist sogar am Menschen getestet. Wir haben
Dermatest-Zertifikat-Siegel mit dazu. Er hat es mich vorher trinken lassen. Um zu als zeigen, dass Beweis, dass es eben nichts okay. tut. Eben, und es zerstört eben nichts. Und darum ist es da völlig egal, wenn da das eingeatmet oder eben auch durch das normale Wasser oder über die Pflanzen dann noch aufgenommen wird. Also somit geht es nebenbei, während ich es anwende, beziehungsweise ich nehme es natürlich auch zur Desinfektion. Ich tue mein Terrarium dann vielleicht in einer anderen Konzentration oder die gleiche Konzentration. Man kann es ja eben präventiv machen, wenn man sagt, okay, es ist jetzt eben nichts da, vielleicht gerade nach dem Füttern, wenn die Gefahr läuft, dass irgendwelche Bakterien oder sonstiges mit eingeschleust werden, dass man das dann präventiv macht mit einer geringen Dosierung oder wenn natürlich in einer gewissen Form an Bakterienbefall mit vorhanden ist, dass man dann sagt, okay, man macht da ein bisschen mehr und macht es dann über Vernebelung und zusätzlich oder mit, dann das auch mit dem Lappen einfach ausreiben oder sowas. Also das klassische Desinfizieren, wie man es kennt. Es ist ja keine Reinigung an sich, sondern es desinfiziert eben nur. Das heißt, die Reinigung muss natürlich vorher stattfinden. Aber dass man es dann im Krankheitsfall oder im Schadfall einfach ein bisschen öfter anwendet. Und dann auch nicht, und dann lässt man das drin, also man tut es nicht irgendwie wieder ausreiben, wie jetzt bei einem Chlor oder sowas, dass man hinterher das Desinfektionsmittel ausreibt, sondern man desinfiziert, indem man einfach das aufbringt. Ja, ganz genau. Also Leute, es hört sich definitiv verrückt an und ich wirklich will es betonen, wir machen hier keine Dauerwerbesendung, oder wir sind hier nicht auf dem Rummel und preisen hier, was weiß ich, und am Schluss lege ich noch einen Pack Bananen drauf oder sowas, sondern ich will es euch zeigen. Bis jetzt finde ich es toll. Jetzt machen wir mal ein paar Tests, dass man da ein bisschen mehr drüber weiß und schauen wir mal, was wir bei den Tests lernen können. Jetzt haben wir hier unseren ersten Testaufbau. Da wollen wir den Redoxwert testen, gell? Ganz genau. Erklären wir mal, was der Redoxwert ist. Grundsätzlich, der Redoxwert ist der Wert im Wasser, wo wir sagen können, oder anders, ab 500 Millivolt ist Wasser steril. Alles, was über 500 Millivolt geht, fängt Wasser an, aktiv zu werden. Das heißt, so ab ca. 600 Millivolt eliminiert Wasser innerhalb von Minuten. Alles, was drüber rausgeht, innerhalb von Sekunden. Mit unserem Produkt... Also eliminiert was? Irgendwelche Keime, Bakterien, Viren, Pilze, Sporen, alles, was in der Form... Aha. Also wenn das dann so ein super sauberes Wasser ist, eliminiert eben das, was wir gerade gesagt haben, von irgendwelchen Flächen, völlig aus egal. anderen Flüssigkeiten. Da ist es egal, ob das die Flüssigkeit an sich ist oder, wie gesagt, wir kriegen nachher praktisch aus diesem normalen Leitungswasser, können wir ein Desinfektionsmittel machen, wo dann für die Reinigung oder die Desinfektion vom Terrarium, von den Reptilien, da ist es völlig uninteressant, wo die Keime sich befinden. Ja? Und jetzt habe ich hier ein ganz normales Leitungswasser gebracht, also ist bei uns hier aus der Leitung, Villingen-Schwenningen, trinke ich jeden Tag das Wasser. Also das soll einigermaßen gut sein vom Wert. Es ist immer sehr gut, aber wir sind immer irgendwo unter 500. Im Normalbereich liegen wir irgendwo zwischen 220 und 350, kann das variieren, irgendwo dazwischen drin. Okay. Wie gesagt, alles, was unter 500 ist völlig normal. Ab 500 wäre es dann erst als steril anzusehen. Und wenn jetzt hier ein Wert von 50 rauskommt, dann hätte man eine Mordsdreckbrühe hier aus der Leitung sozusagen, oder? Würde mich wirklich sehr überraschen. Okay, so. Okay. Also, aber wahrscheinlich nicht. Genau. Schalten wir das Gerät kurz ein. Jetzt macht es einen kleinen Selbsttest. Batterie. Genau, geht nach unten. Dann schauen wir mal. $310, genau. Heißt relativ gutes Wasser. Also das ist völlig normal, das ist, ja, wie gesagt, sogar gleich ein wenig hoch, 320. Ja. Aha. Okay. So in dem Bereich. Üblicher Wasserwert. Genau, so. Und jetzt machen wir ein bisschen von unserem Konzentrat damit rein. Ich nehme es mit der Pipette jetzt daraus, dass wir nicht in die Flasche mit rein müssen. Wie viel machen wir jetzt rein? Hier geht auf ca. 1,5 Milliliter. Auf die 80 Milliliter, was wir da mit drin haben. Dann sind wir bei
1 zu 50. 1 zu 50, genau. Das hat man schon mal ausgerechnet. Okay. So, dann... Also jetzt haben wir das Wasser veredelt sozusagen? Also jetzt haben wir den Redoxwert in unserem Leitungswasser, heben wir jetzt von ein bisschen über 300, heben wir jetzt an auf circa 700. Mach rein, das sehen wir. Okay, ja, sind wir bei 6, also es kann bis zu 2 Minuten gehen. 670, 680. Ja, ich denke, wir kommen da gut hin. Wir knacken die 700. Aus dem ganz normalen Leitungswasser ein aktives, desinfizierendes Wasser gemacht, oder was? Eigentlich ein Desinfektionsmittel gemacht, genau. Okay. Das heißt, dass wir jetzt nicht nur das eliminiert haben, was in dem Wasser vorher schon mit drin war, was ja durch Leitungswasser schon sehr gering ist, klar. Aber wir haben das Wasser jetzt dazu gebracht, anhand von dem Redoxwert, dass es auch alles eliminiert, mit dem es in Verbindung kommt. Das heißt, alle Keime, Viren, Bakterien, Pilze, Sporen sind dadurch natürlich weg. Und als nächsten Versuch können wir jetzt hingehen und verwenden im Prinzip dieses Wasser, was wir jetzt gemacht haben, und reinigen ein Terrarium damit und messen dann die... Also wir können es nicht reinigen, aber man könnte wir können es desinfizieren oder keimfrei machen, bakterienfrei, keimfrei. Ganz genau. Okay. Oder für Vernebler oder sonst was. Okay, nee, dann machen wir das als nächsten Versuch. Gut. Jetzt haben wir hier unseren Versuchsaufbau. Ich habe hier, ein Tier von uns genommen. Das ist jetzt extra eins, wo diese Woche oder bis jetzt noch nicht gereinigt oder gesäubert wurde. Ich meine, das ist jetzt nicht übermäßig dreckig. Man sieht ja, das Streu ist recht frisch, aber da ist ein bisschen Kot mit drin. Das ist die Schlupfbox. Jetzt nehmen wir hier aus der Versteckbox, gucken wir, was wir hier für eine Keimbelastung haben. Also wir testen jetzt nicht mehr den Redoxwert, sondern wir testen die Keime hier drin. Ne? Genau. Okay. Okay. Schlänkchen können wir da reinsetzen. Das ist nicht so stressig, genau. Und dann schauen wir mal, kommt der rein. So. Und also jetzt müsste man theoretisch einen relativ hohen Wert haben an, denke ich, jetzt hält jetzt runter. Keimbelastung. Was haben wir für einen Wert raus? Jetzt haben wir 8094. 8094. Um das in eine Relation zu setzen, wenn wir jetzt, also wir können jetzt das normale also jetzt müssen wir nochmal zurück, jetzt haben wir ja keinen Redoxwert. Also der Redoxwert umso höher, umso besser. Jetzt haben wir die Keimbelastung. Umso höher, umso beschissener im wahrsten Sinne des Wortes. Gell? Aber das ist jetzt auch nicht abarts viel, oder was ist das jetzt? Nein, also wenn man jetzt noch Hände messen würde zum Beispiel, hätten wir einen Wert so zwischen 2.500 und 3.000 mit drin. Und für ein Schlangenversteck ist das völlig... Nicht, dass ich hier als Dreckbude verkannt werde. Nein. Noch zum Vergleich, beziehungsweise wir hatten ja ursprünglich noch überlegt, wir messen einfach mal das Wasser. Das haben wir jetzt übergangen. Was hätte das normale Leitungswasser jetzt an Keimwerten? Ja, je nachdem es kommt ein bisschen auf die Leitung drauf an, aber so zwischen 7 und 12 ist völlig normal. Als Keimbelastung 7 bis 12 und hier haben wir jetzt bis über 8.000. Genau. Okay. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir versuchen, das hier mit der fertigen Mischung zu entkeimen. Zu desinfizieren, genau. Und dann nochmal zu messen. Genau. Dann gleiches Spielchen nochmal. Genau. Beziehungsweise halt mit erst einsprühen, gell? Schlänkchen wieder raus. Also wir haben jetzt im Prinzip alles genau gleich. Schlange war drin. Genau, sprüh du ein oder sprüh ich ein? Oder? Mach ruhig. Ja, mach du. Ja. Du, nein, ich. So. Also es geht jetzt um die Ränder im Prinzip. Genau. Du meinst, das reicht jetzt schon? Da haben wir ja ein paar Stellen vielleicht nicht. Lass mal richtig sprühen, oder? Nicht, dass irgendeine Stelle vergessen wurde. Dürfte eigentlich nicht völlig reichen. Okay. Nein, das passt. Okay. Eben weil es wirkt jetzt durch den Redoxwert sind wir im Sekundenbereich, wo es wirkt. Also das ist nicht so wie jetzt bei anderen Produkten, dass es dann einwirken muss oder sonst was, sondern es wirkt wirklich bei Kontakt. Also jetzt ist es in dem Moment
Genau. theoretisch keimfrei. Ist das soweit fertig. Wobei du gesagt, oder jetzt müssen wir ja im Prinzip warten, weil wenn wir es jetzt mit dem Tupfer Jetzt müssen wir es abnehmen, kurz, dann haben genau, wir es jetzt müssen wir es Spray, kurz oder? abtrocknen lassen, dass Okay. es abgetrocknet ist und dann können wir wieder einen Abstrich nehmen. Genau. Okay, also dann warten wir einen kleinen Moment. Also es geht einfach darum, wenn wir jetzt ja mit dem Tupfer die Wände rausnehmen wie vorher, dann würden wir ja hätten wir einfach das Spray, Desinfektionsmittel. würden wir ja dann mit dem Tupfer aufnehmen, was wir nicht wollen. Wir wollen ja sehen, oder eben der klassische Fall, ihr sprüht in eurem Terrarium und dann wollen wir sehen, welche Keimbelastung haben wir halbe Stunde später oder Stunde später oder welche Keimbelastung ist dann später im Terrarium. Genau. Ja? Und wie gesagt, wenn wir jetzt das Spray mit dem Tupfer rausnehmen, hätten wir gleich den Tupfer ins Spray tauchen können. Gibt Wäre ja gleich keine weg. Aussage, Genau. ja, da hätten wir uns selber beschissen. Okay, unser Böckchen ist jetzt ziemlich oder ganz abgetrocknet. Ja, dann machen wir nochmal deinen Tupfertest. So. Mit rein. Zählt jetzt wieder nach unten. Richtig was von Spannung heute hier. Was haben wir jetzt? 44. Oh, das ist natürlich alter Schwede. Okay. Also wir haben hier einen Wert von 44. 44. Das ist natürlich gigantisch. Muss man rausholen, weil sonst piepst der die ganze Zeit irgendwie raus. weiter. Also haben wir von 8000 Ungrad das Ding auf 44 reduziert. Das ist besser, wie ich gerechnet habe. Oder das ist erstaunlich. Also wir haben das jetzt auch vorab nicht irgendwie ausprobiert. Oder ihr seid live dabei bei unseren Tests. Ne? Also wer den Ablauf hier kennen würde, der wüsste, wir haben für nichts Zeit. Also wir haben auch nicht vorher Zeit, das vorab durchzutesten. Deswegen ist für uns eigentlich auch spannend, was dabei rauskommt. Also haben wir jetzt durch das Sprühen in der Umgebung den Keimwert auf annähernd 0 oder auf Leitungswasserqualität reduziert. Genau. Und ohne, dass wir das Tier jetzt längere Zeit draußen lassen müssten oder dass es... Aha. Also auch keine klassische Desinfektion durchgeführt. Genau, Ne? Also dass das jetzt kein Desinfizieren ist, was wir hier gemacht haben, ist ja logisch, weil zum Desinfizieren würde man das Moos rausmachen, würde es reinigen und dann desinfizieren. Sondern wir haben einfach das aufgesprüht, und um damit zu zeigen, dass das unheimlich die Keimbelastung rausnimmt, dass es funktioniert. Tipptopp. Wir haben jetzt ja im Prinzip den Desinfektionsbereich erklärt oder die Keimreduzierung. Dann hatten wir, oder in unserem Titel haben wir auch die Wunddesinfektion, beziehungsweise am Anfang mit meiner Dumerilli. Dadurch bin ich eigentlich drauf gekommen, dass es so wahnsinnig geheilt ist. Hier habe ich jetzt so einen Theo, einen roten, der einen Schwanz, sein Schwänzchen verloren hat. Wer es bei den Theos sich auskennt, der weiß, die wachsen nach. Aber am Anfang sind es auch so kleine Wunden. Kann man dann einfach, sprüht man im Prinzip einfach ein, jeden Tag ein bisschen Spray drauf. Und das einfach, damit sich da halt nichts infiziert oder irgendwelche... Oder alles, was eben drauf ist ja völlig egal, ob... Also wirklich zur Prävention, dass alles, was jetzt drauf ist, ist innerhalb von Sekunden einfach weg. Aha. Das heißt, die Selbstheilung von dem Tier an sich kann jetzt wirken wie... Perfekt wirken halt einfach, oder? In so einem Reinraum, weil alles einfach da drumherum eliminiert ist. Genau. Okay, kann das Tier sich selber perfekt heilen. Okay, ja, so war es wohl bei dieser Dumerilli auch passiert. Ne? Also wenn ihr irgendwelche Wunden oder ich habe jetzt gerade noch geschaut, was ich für Beispiele für euch finde. Ich habe leider bei uns jetzt gerade als einziges Beispiel den... Ist ja auch gut. Genau, das ist ja gut. Unsere Tiere haben keine Wunden zum Glück. Oder ein Fall, den man auch manchmal hat, ihr kennt es vielleicht, dass ein Heimchen oder eine Grille eine Echse annagen kann. Ne? Das passiert ja auch, dass die wirklich wie so ein kleines Löchle in eine Echse, da kann man es dann auch ganz gut verwenden. Einfach, wie gesagt, damit sich die Wunde nicht infiziert. Gell? Dass keine Infektion überhaupt stattfinden kann. Okay. Genau.
Und ursprünglich, um den Kreis zu schließen, beziehungsweise jetzt gerade sehe ich dich wieder hier völlig zutätowiert hier neben mir. Ursprünglich kommt es sogar eben aus dem Tattoo-Bereich. Ne? Also da hat man es genommen. Wir haben so eine Pflegeserie eben für den Tattoo- und Piercing-Bereich gemacht, um die Wundheilung oder eher so die Fehler, die einfach passieren können, von vornherein auszuschließen und einfach immer den perfekten Zustand auf der Haut darzustellen. Dass da eben keine Keime eindringen können. Genau. Ne? Also so oder dadurch kam das ursprünglich, oder aus dem Bereich kommt es ursprünglich. Ich meine, ihr wisst auch, dass in unserer Welt leider niemand was für Reptilien allein entwickelt, sondern wir unsere Reptilienprodukte aus anderen Bereichen in Anführungsstrich klauen müssen, wo natürlich ein viel größerer Markt da ist. Ne? Aber von dem her freut es mich, dass du auf mich zugekommen bist und wir werden es die nächsten Monate und Jahre weiter testen. Und ich glaube, da haben wir natürlich wirklich ein geniales Zeug erfunden. Normalerweise am Schluss der Verweis auf gute Literatur, den will ich heute natürlich auch bringen. Aber das dient mir auch als Eselsbrücke für zwei Sachen. Zum einen Parasitologie. Wenn man sowas wie, oder wenn wir lebende Wesen haben, Milben, Zecken, auch Würmer oder so Sachen, das kann es natürlich nicht beseitigen. Nein, ne? Also die Parasitologie, die muss nach wie vor auf andere Arten bekämpft werden, so wie bisher auch. Ne? Dieses Produkt tut kein Lebewesen, also kein mehrzelliges... Schadet weder den Milben, wie es dem Tier selber schadet. Genau, also die mehrzelligen Lebewesen schadet es nicht, beziehungsweise das Gegenteil, das tut denen eher gut. Also womöglich geht es den Milben hinterher noch besser wie vorher. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das als Punkt Nummer 1, Parasitologie, ist nochmal ein separates Thema. Und Punkt 2 natürlich auch wichtig, dieses Mittel ersetzt natürlich kein Tierarzt. Wenn euer Reptil ernsthaft verletzt ist, ne, also drüber hinaus oder die Verletzung, auch die ich am Eingang besprochen habe, die ich bei der Dumerilli hatte, würde ich euch definitiv empfehlen, geht zum Tierarzt. Also ich habe jetzt seit 30 Jahren Schlangen und traue mir gewisse Dinge zu behandeln, aber so Sachen sind ein Fall für einen Tierarzt. Es muss vom Tierarzt überwacht werden, womöglich mit dem Antibiotika unterstützt werden. Also lehnt euch da nicht zu weit aus dem Fenster. Das sind alles, dann sind wir eher im, in Anführungsstrich, kosmetischen Bereich. Ja. Aber natürlich ersetzt dieses Schweizer Wunderwasser, wie ich es die ganze Zeit, er will immer, dass ich den Namen sage, aber ich sage immer Hydrolik, ersetzt den Tierarzt nicht. Womit wir auch am Ende unserer heutigen Folge sind. Micha, herzlichen Dank bei dir fürs Kommen. Ich danke dir. Leute, bleibt mir treu. Checkt das Hydrolik in dem Fall aus. Die Schweizer haben es erfunden. Und checkt meine Balls und bleibt uns treu. Also, hau rein, komm. Wer hat's erfunden? Genau. Also meine Hefezopf hängt nicht mehr zwischen den Zähnen, oder? War ja zum Glück kein Mohnkuchen oder so, gell? So, dann schalte ich ein, dann sieht man es besser. Nein. Produkt nochmal. Hydrolik.